Herzlich willkommen zurück bei Neovara. Heute geht es um die Momente, in denen es in Beziehungen knirscht. Die kleinen und die großen Stolpersteine im Alltag. Kennst du das? Du kommst gestresst von der Arbeit nach Hause, willst eigentlich nur die Füße hochlegen und dein Partner sagt: Schatz, wir müssen reden. Oder du bist mitten im spannenden Fernsehkrimi und genau da fällt jemandem ein, dass jetzt die Spülmaschine ausgeräumt werden sollte. Solche Situationen kennt jedes Paar und aus winzigen Kleinigkeiten können erstaunlich große Streits entstehen. Manchmal ist es der falsche Tonfall, manchmal nur ein Satz zu viel und manchmal reicht schon ein einziges Augenrollen, um eine ganze Abendstimmung zu ruinieren. Max und Lena, unser Beispielpaar, kennen das gut. Sie streiten nicht, weil sie sich nicht lieben. Sie streiten, weil sie Menschen sind und weil im Alltag Druck, Missverständnisse und unterschiedliche Erwartungen einfach dazugehören. Aber Streit muss kein Drama sein. Es kann sogar ein Weg sein, sich besser zu verstehen, wenn man weiß, wie. Und genau darum geht es heute. Wie erkenne ich typische Konflikte? Wie vermeide ich sprachliche Gewalt? Wann ist eine Pause besser als noch ein Satz? Und wo sind klare Grenzen wichtig? Im Alltag kommt es oft nicht darauf an, was wir sagen, sondern wann und wie. Gerade wenn einer von beiden gestresst ist, reicht manchmal schon ein einziger Satz, damit die Stimmung kippt. Lass uns mal einen typischen Moment anschauen. Max kommt spät nach Hause, ist müde, ausgelaugt. Lena hat auf ihn gewartet, der Tisch ist gedeckt, das Essen steht bereit. Und was passiert jetzt? Genau hier beginnt eine typische Szene, in der aus einem harmlosen Moment ein kleiner Beziehungskonflikt entsteht. Boah, endlich zu Hause. Ich bin total platt. Ich habe extra gekocht, den Tisch schön gemacht. Ich dachte, wir hätten heute einen Abend nur für uns. Lena. Aber das scheint dir ja egal zu sein. Lena, ich kann heute nicht. Ich brauche nur Ruhe. Also warte ich umsonst. Solche Momente kennen viele Paare. Dabei hat niemand etwas falsch gemacht und trotzdem ist plötzlich eine Kälte im Raum. Warum? Weil die Situation überlagert ist. Max ist erschöpft, Lena hat Erwartungen. Keiner hat's ausgesprochen. Wie kann man sowas vermeiden? Manchmal ist es gar nicht schwer, Konflikte zu vermeiden, wenn wir ein paar Dinge bewusst sagen, statt sie einfach nur zu denken. Stell dir vor, jemand kommt nach Hause und sagt ganz offen: Ich hatte einen anstrengenden Tag, ich brauche erst mal 10 Minuten für mich. So eine kleine Vorwarnung kann Wunder wirken. Sie schafft Verständnis, noch bevor ein Missverständnis überhaupt entstehen kann. Und auch wenn wir das Gefühl haben, der andere zieht sich zurück oder es ist ihm gleichgültig, statt zu deuten, was das wohl heißen soll, können wir einfach nachfragen. Hast du noch die Kraft für einen Moment zusammen? Das klingt viel offener und lässt Raum für eine echte Antwort, statt nur für einen Vorwurf. Manchmal hilft es auch, kleine zeitliche Brücken zu bauen. Wenn einer erschöpft ist, dann muss Nähe nicht sofort stattfinden. Anna könnte stattdessen sagen: Ich halte das Essen warm, entspann dich ruhig erstmal und komm dann dazu, wenn du soweit bist. Das zeigt, ich sehe dich, ich nehme Rücksicht und ich bleibe trotzdem verbunden. Kleine Gesten wie diese machen oft den Unterschied, denn sie sagen: Ich bin nicht gegen dich, ich achte auf dich. Im nächsten Beispiel schauen wir uns an, wie schnell Missverständnisse entstehen können, obwohl eigentlich beide das Gleiche wollen. Manchmal entstehen Konflikte gar nicht, weil jemand etwas falsch macht, sondern weil wir die Worte des anderen völlig anders verstehen, als sie gemeint sind. Ein Satz, 2 Bedeutungen und plötzlich fliegen die Fetzen. Schauen wir uns das mal bei Max und Lena an. Max, kannst du mal kommen? Ja? Könntest du mir mal helfen? Immer kritisierst du mich. Ich wollte doch nur sagen, dass ich Unterstützung brauche. Genauso entstehen viele Missverständnisse.
Lena bittet um Hilfe und Max hört Kritik. Dabei hat sie eigentlich gar nichts Kränkendes gesagt. Sie wollte einfach nur Unterstützung. Aber in seinem Kopf wird aus der Bitte ein Vorwurf. Fast so, als hätte sie gesagt, du machst nie etwas. Und das ist der Moment, in dem ein kleiner Satz plötzlich ganz groß wird. Nicht, weil er so schlimm war, sondern weil er ganz anders ankommt, als er gemeint war. Was hilft in solchen Momenten? Erstmal innehalten. Nicht sofort reagieren, sondern vielleicht mal kurz nachfragen. Wie meinst du das jetzt gerade? Das klingt einfach, aber es kann den ganzen Ton verändern. Und auch umgekehrt, wenn Lena statt der allgemeinen Bitte sagt, ich fühle mich gerade ein bisschen allein mit dem allem, magst du mir kurz helfen anpacken? Dann merkt Max, es geht nicht um Schuld, sondern um Nähe. So wird aus einem kleinen Missverständnis kein großer Streit, sondern eine Chance, sich besser zu verstehen. Und dann gibt es noch diese kleinen Alltagskämpfe. Nichts Dramatisches, aber doch genug, um die Stimmung zu kippen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, was im Fernsehen läuft. Klingt harmlos, aber da kann richtig Dynamik drin stecken. Schauen wir mal bei Max und Lena. Yeah, heute läuft das Spiel, das ich sehen will. Und ich habe die ganze Woche auf diesen Film gewartet. Nur dieses eine Mal, das ist wirklich wichtig. Für dich ist immer alles andere wichtiger. So harmlos es klingt, solche Momente sind echte Stimmungskiller. Es geht nicht um Fußball oder den Film, es geht um Wertschätzung. Wessen Wunsch zählt, wer fühlt sich gehört. Die Lösungen sind oft simpel. Abwechseln. Heute du, nächste Woche ich. Oder Kompromiss. Spiel live anschauen und danach den Film in der Mediathek. Und gemeinsam lachen, dass man sich wegen sowas überhaupt streitet. Am Ende zeigt sich, nicht das Programm entscheidet über die Beziehung, sondern wie wir mit den Unterschieden umgehen. Du hast gesehen, oft sind es gar nicht die großen Dramen, sondern die kleinen Alltagssituationen, die eine Beziehung belasten. Ein stressiger Tag, ein missverstandener Satz oder der Kampf um die Fernbedienung. All das kann schnell zu Frust führen. Entscheidend ist nicht, ob solche Situationen vorkommen. Das tun sie sowieso überall. Entscheidend ist, wie wir damit umgehen. Ob wir uns gegenseitig zuhören, ob wir Pausen zulassen, ob wir Kompromisse finden. Doch manchmal sind es nicht die Taten, sondern die Worte, die richtig wehtun. Ein unbedachtes Du immer, ein spitzer Kommentar oder ein genervtes Augenrollen. Und schon wird aus einer Kleinigkeit ein richtiger Konflikt. Sprache kann wie ein Kuss sein oder wie ein Schlag in das Gesicht. Darum schauen wir uns im nächsten Kapitel an, wie wir sprachliche Gewalt erkennen und stattdessen respektvoll miteinander reden können. Es gibt Sätze, die in Sekunden mehr kaputt machen als ein vergessener Hochzeitstag. Nicht, weil sie besonders laut oder grob sind, sondern weil sie mitten ins Herz treffen. Und oft merkt man das erst, wenn es schon zu spät ist. Ein Halbsatz, schnell dahingesagt, in einem Moment der Gereiztheit oder der Müdigkeit und plötzlich kippt die Stimmung. Sätze wie immer musst du oder nie machst du, die kennt fast jeder. Und wahrscheinlich hat sie auch schon fast jeder schon einmal gesagt. Weil wir genervt sind, weil uns etwas auf der Seele liegt oder weil wir einfach nicht mehr anders weiter wissen. Aber was solche Sätze beim anderen auslösen, ist meist viel größer, als wir es im Moment erfassen. Denn immer und nie klingen nach, du bist grundsätzlich falsch. Nicht nur in dieser Situation, sondern ganz grundsätzlich. Und wer so etwas hört, der fühlt sich nicht gesehen, sondern der fühlt sich angegriffen. Nicht verstanden, sondern verurteilt. Das Tragische daran, meistens meinen wir es gar nicht so. Wir wollen gar nicht verletzen. Wir wollen einfach nur, dass der andere uns endlich versteht. Doch genau das passiert nicht. Denn sobald solche absoluten Worte fallen, geht bei vielen Menschen innerlich eine Tür zu. Dann wird aus einem kleinen Ärger ein großer Streit und aus einer kurzen Spannung eine tiefe Verletzung. Wie schnell das gehen kann, sehen wir bei Max und Lena. Ein Streit, der mit einem einzigen Satz beginnt
und plötzlich steht da eine Mauer zwischen ihnen. Schauen wir mal rein. Nie hörst du mir richtig zu. Und du musst immer meckern. Der Klassiker, oder? Max sagt nie, Lena sagt immer. 2 kleine Wörter und doch so viel Sprengkraft, denn nie und immer lassen keinen Spielraum. Sie stellen das ganze Verhalten in Frage. Es fühlt sich an wie eine Generalabrechnung und wer so etwas hört, geht innerlich sofort in Abwehrhaltung. Dabei wäre es oft nur ein kleiner Schritt, der alles verändern könnte. Statt zu sagen, du hörst mir nie zu, könnte Max sagen, ich habe das Gefühl, du warst gerade nicht bei mir, als ich gesprochen habe. Das ist kein Angriff, sondern eine Ich-Botschaft. Und statt du musst immer meckern, könnte Lena sagen, ich fühle mich kritisiert, wenn du in diesem Ton mit mir sprichst. Auch das klingt anders und macht einen ehrlichen Dialog überhaupt erst möglich. Denn am Ende geht es genau darum, die Worte so zu wählen, dass sie nicht verletzen, sondern verbinden. Und dass der andere überhaupt die Chance bekommt zu verstehen, was in mir vorgeht. Manchmal entstehen Missverständnisse nicht nur durch das, was gesagt wird, sondern durch das, was nicht gesagt wird. Man wünscht sich, dass der andere etwas erkennt, etwas fühlt, etwas fragt, ganz von selbst. Aber das klappt nicht immer. Vielleicht kennst du das auch. Du hast einen anstrengenden Tag hinter dir, sehnst dich nach einem liebevollen Blick, nach einer kleinen Frage, wie geht's dir? Und dann kommt dein Partner rein, gestresst, müde, mit dem Kopf ganz woanders und geht einfach an dir vorbei. Kein böser Wille, kein bewusstes Ignorieren und trotzdem tut's weh. Nicht, weil etwas falsch gemacht wurde, sondern weil etwas Wichtiges gefehlt hat. Schauen wir mal, wie das bei Max und Lena aussieht. Hi Max, ich hatte heute echt einen anstrengenden Tag. Ich bin fix und fertig. Ich gehe jetzt erstmal aufs Sofa, okay? Du hast nicht mal gefragt, wie mein Tag war. Habe ich nicht dran gedacht, war keine Absicht. Du denkst oft nicht dran. Aber mir würde das so viel bedeuten. Okay, das tut mir leid, aber ich hab's echt nicht böse gemeint. Max hat nichts Kränkendes gesagt und trotzdem ist Lena verletzt. Warum? Weil sie gehofft hat, dass er von selbst fragt, dass er spürt, wie es ihr geht, dass er ohne Hinweis merkt, sie braucht jetzt Nähe. Aber Gedankenlesen funktioniert nun mal höchst selten. Wenn wir erwarten, dass der andere ohne Worte versteht, was wir brauchen, dann öffnen wir eine Tür zur Enttäuschung. Nicht, weil der andere gefühllos ist, sondern weil er das einfach nicht wissen kann. Lena hätte in diesem Moment auch sagen können, frag mich bitte, wie mein Tag war. Das würde mir jetzt gut tun. Klingt klein, aber genau das macht den Unterschied. Ein klarer Wunsch ist etwas ganz anderes als ein stiller Vorwurf. Denn Wünsche bauen Brücken, Vorwürfe reißen Gräben. Und wenn wir es schaffen, öfters zu sagen, was wir brauchen, statt nur zu spüren, was fehlt, dann kann Nähe entstehen, wo sonst nur ein Abgrund wächst. Manchmal braucht es keine großen Worte, um den anderen zu verletzen. Es reicht ein kleiner Satz, dahingesagt im falschen Ton, im falschen Moment, und schon trifft er mitten ins Herz. Abwertung passiert nicht immer laut, manchmal steckt sie in einem Nebensatz, einem Blick, einem spöttischen Lächeln. Das Problem, wer abgewertet wird, zieht sich oft zurück und wer abwertet, meint es oft gar nicht so, merkt aber auch nicht, was er damit anrichtet. Max und Lena zeigen uns gleich ein Beispiel, wie schnell sowas passieren kann und wie viel kaputt geht, wenn wir nicht achtsam mit unserer Sprache sind. Ich glaube, ich mache da was falsch. Du stellst dich echt blöd an. Das ist doch gar nicht so schwer. Muss das jetzt sein? Ich versuch's doch gerade. Na gut, war nicht so gemeint. Du stellst dich echt blöd an. Das war vielleicht nur ein Nebensatz, aber der sitzt. Max wollte Lena gar nicht verletzen und doch hat er mit einem einzigen Satz dafür gesorgt, dass sie sich dumm fühlt. Sätze wie du stellst dich blöd an, tun nicht nur weh, sie graben sich ein, denn sie greifen nicht das Verhalten an, sondern den Menschen.
Und das kann auf Dauer jede Beziehung aushöhlen. Wie geht's besser? Manchmal reicht es schon, einfach anders zu formulieren. Ein Satz wie: Warte, da gibt es einen Trick, soll ich dir den zeigen, wie das geht? Das hat die gleiche Absicht, aber klingt ganz anders. Wertschätzung bedeutet nicht, alles gut zu finden, aber es bedeutet, respektvoll zu bleiben, auch dann, wenn man genervt ist. Streit ist kein Zeichen dafür, dass eine Beziehung schlecht läuft. Im Gegenteil, dass man sich reibt, diskutiert, verschiedene Bedürfnisse äußert, zeigt oft nur, da sind zwei Menschen, die einander wichtig sind. Aber die Art, wie wir streiten, entscheidet darüber, ob wir uns danach näher oder weiter voneinander entfernt fühlen. Viele Paare tappen in dieselbe Falle. Der Ton wird schärfer, die Sätze werden kürzer, die Stimme wird lauter. Und irgendwann wird nicht mehr über das eigentliche Thema gestritten, sondern über das, was vorher im Streit gesagt wurde. Dann dreht sich alles im Kreis, bis einer innerlich zumacht oder laut wird. Solche Eskalationen kann man erkennen und stoppen. Wenn der Puls spürbar steigt, die Wortwahl sich verändert oder einer von beiden emotional abschaltet, dann ist das ein klares Warnsignal. Dann ist der richtige Moment für eine Streitpause. Aber das ist auch leichter gesagt als getan, denn viele erleben eine Pause im Streit wie einen Rückzug oder ein Davonlaufen. Dabei kann eine Pause ein Zeichen von Reife sein. Ich merke, dass ich gerade nicht mehr klar bin. Also schütze ich uns beide, indem ich kurz rausgehe. Wichtig ist, diese Pause braucht eine klare Vereinbarung. Zum Beispiel: Lass uns 30 Minuten Pause machen und dann versuchen wir es nochmal ruhig. Aber Achtung, diese Pause ist nicht dafür da, sich innerlich aufzurüsten. Kein Plädoyer, keine stille To-Do-Liste mit Vorwürfen. Stattdessen runterkommen, spazieren gehen, Musik hören, sich selbst beruhigen. Denn erst wenn beide wieder ansprechbar sind, wird aus Streit wieder ein Gespräch. Der richtige Zeitpunkt zum Reden ist, wenn die Emotionen sich etwas gelegt haben oder beide bereit sind, nicht über Schuld zu sprechen, sondern über Lösungen. Wenn man eine konkrete Frage beantworten kann wie: Was brauchen wir jetzt? Dann ist man wieder bereit für Nähe. Und dann hilft ein kleiner Ablauf, der sich in der Praxis bewährt hat. Zuerst hört einer zu, wirklich nur zuhören, ohne unterbrechen, 2 Minuten lang. Dann wechselt man. Anschließend versucht man zu spiegeln, was man verstanden hat. Du meinst also, dass du dich übergangen fühlst, wenn ich ohne Absprache etwas plane. So klären sich Missverständnisse ganz ohne Rechtfertigung. Dann darf jeder eine konkrete Bitte äußern. Ich wünsche mir, dass du mich vorher fragst. So streiten Max und Lena auch nicht weniger, aber anders. Sie machen öfter Pause, hören sich besser zu und finden schneller wieder zurück zur Verbindung. Nicht, weil sie perfekt sind, sondern weil sie verstanden haben, ein guter Streit trennt nicht. Er bringt zwei Menschen näher, wenn sie bereit sind, einander zuzuhören. Solange es laut wird, aber beide sich wieder beruhigen, kann ein Streit produktiv enden. Doch es gibt eine Grenze, die niemals überschritten werden darf: Gewalt. Und damit ist nicht nur die körperliche Gewalt gemeint, auch Worte können schlagen, dem anderen mit Absicht wehtun, abwerten, demütigen. All das ist verletzend. Und es hat in einer Beziehung keinen Platz. Wenn du dich klein fühlst, eingeschüchtert oder innerlich verlierst, dann geht es nicht mehr um Nähe, sondern um Nähe oder Konfliktlösung. Dann geht es um Macht. Und da darfst du Stopp sagen, laut oder leise, aber klar. Und wenn du merkst, das passiert nicht nur einmal, sondern immer wieder, dann ist das kein Ausrutscher mehr. Dann ist es Zeit, Hilfe zu holen. Denn gesunde Beziehungen tun nicht ständig weh. Sie dürfen herausfordern, sie dürfen Reibung erzeugen, aber sie dürfen niemals verletzen. Vielleicht nimmst du heute mit: Konflikte gehören dazu und sie sind nicht das Problem. Wie wir damit umgehen, macht den Unterschied.
Max und Lena werden nicht perfekt, aber sie lernen dazu. Und das reicht oft schon, damit es leichter wird. Zum Schluss noch eine kleine Geschichte. Max und Lena fahren gemeinsam ein Tandemrad den Berg hoch. Oben angekommen, völlig außer Atem, sagt Max: Boah, das war echt hart. Ich bin total fertig. Das glaube ich dir. Wenn ich nicht ständig gebremst hätte, wären wir wieder rückwärts runtergerollt. Beide wollten das Gleiche, nämlich hochkommen, aber sie hatten völlig verschiedene Vorstellungen vom Wie. Und keiner hat es dem anderen gesagt. So entstehen Missverständnisse nicht aus bösem Willen, sondern aus fehlender Abstimmung. Nächste Woche geht es weiter. Wie entsteht Vertrauen? Wie fühlt sich echte Verbindung an? Und was macht aus zwei Ichs ein stabiles Wir? Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.